Hallo, hier ist Tom von Amazonasbecken.eu. Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge, nicht zum 4.500 Liter Becken, sondern zum beliebtesten Aquarium bei mir aus dem Online-Shop, dem 90 Liter Kallax Aquarium, das halt passend zu dem IKEA Unterschrank hergestellt ist. Heute möchte ich darauf eingehen, wie man diesen Unterschrank modifizieren kann, dass man hier genug Platz hat, um locker einen Außenfilter zu platzieren. Also seid gespannt, schaut zu. An Material für diesen Aufbau habe ich schon bereit liegen. Dieses 2x2 Kallax mit insgesamt 4 Fächern. Achtung, hier steht 77 x 77 cm. Dem ist in echt aber gar nicht so. In echt ist dieses Kallax halt nur 76,6 cm hoch und auch breit. Des Weiteren hier die 4 Türen fürs Kallax und die Zierblenden, die aus 3 mm PVC bestehen. In echt natürlich in weiß, hier ist noch diese Schutzfolie drauf. Erst einmal fange ich an, das Regal zu bauen. Es gibt wohl keinen besseren Ort dafür, als das hier direkt vor meinem Schaubecken zu machen. Wie ihr seht, das Regal erstmal auf die Seite legen, so kann man das am besten zusammenschrauben. Und noch ein Tipp, besorgt euch den Bit mit einem Imbus, damit man die IKEA-Schrauben ganz bequem so mit dem Akkuschrauber halt reinkriegen kann. Das Grundregal steht jetzt schon einmal. Aber natürlich ganz markant die Bretter, die hier eigentlich zwischenkommen, die habe ich hier oben mit befestigt. Beziehungsweise sind das eigentlich die Bretter, die hier so hochkant an der Stelle sind. Laut Bedienungsanleitung ist es nämlich so, dass dieses Brett hier so zwischenkommt und diese beiden Bretter hier und hier hochkant. Da haben wir das Ganze jetzt natürlich einmal so ein bisschen ausgetrickst, weil es einfach wichtig ist, dass wir hier in der Mitte von diesem Regal auch nach unten hin eine tragende Säule haben. Dann schauen wir mal zur Rückseite rüber. Eins der ganz wichtigen Sachen, und zwar diese Metallwinkel, die mitgeliefert werden. Die sind insofern richtig wichtig, weil ich euch immer darum bitte, wenn ihr so ein Aquarium von mir aufstellt, dass der Unterschrank hier auch an der rückwärtigen Wand mit diesen Metallwinkeln befestigt werden, einfach damit dieser ganze Schrank mehr Stabilität hat. Weil er hat jetzt ja hier keine Querstreben irgendwie drin, die so quasi rübergehen müssten, oder eine komplett flächige Rückwand. Bedeutet, ja, man könnte, wenn es richtig blöd läuft, irgendwie zur Seite so ein bisschen, oder da haut jemand voll gegen und dann hat man den Salat, dass das ganze Regal zur Seite hin wegknickt. Weil wir in dem Fall ja aber auch manchmal Probleme mit den Fußleisten haben, weil der Abstand hier so, ich sag mal, naja ist. Ich schätze mal, das sind 1,5 Zentimeter, die man hier nur nach vorne kommt. Und wenn man halt einfach ein bisschen mehr Abstand zur rückwärtigen Wand haben möchte und trotzdem die Stabilität, guckt mal, einfach vielleicht so ein Stück Holz, da macht er hier vorher noch mal ein Loch durch und dann, ja, natürlich muss das auch nicht so riesig sein, dass man so halt einfach einen Abstandhalter zur rückwärtigen Wand hat und dass dann halt dieses Regal schön stabil steht. Noch eine kleine Wichtigkeit, schaut mal auf die Schrauben, da wirklich drauf achten, dass die hier richtig versenkt sind. Dass man, sieht man hier ganz schön, dass sie wirklich nicht überstehen, weil wenn so eine Schraube hier so ein bisschen weiter raussteht, könnt ihr euch vorstellen, trotzdem auch, dass wir hier Styropor noch mit zwischen machen, könnten Spannungen im Aquarium entstehen und das könnte zu Glasbruch führen. Und hier geht es dann mit dem Einbau der Türen los. Bedeutet erstmal diese Einlagen und danach die Türen.
Und jetzt kommt halt das Besondere, weil hier bei diesem Fach benötigen wir die Rückwand nicht, weil dort halt natürlich die Schläuche durchgeführt werden müssen. Und bevor wir das jetzt erstmal einbauen, ist es einfach viel leichter, das im Vornherein zu machen, die mit einem einfachen Cuttermesser hier rauszuschneiden. Also es geht wirklich butterweich durch. Zack, hier fertig. Und auf der anderen Seite genauso. Und schon hat man die Rückwand entfernt und kann nur die Seitenteile hier im Schrank befestigen. An der Stelle noch mal schnell einen kleinen Trick. Und zwar kann man die Schrauben hier in diese Seitenteile schon mal vorher so ein bisschen einfach per Hand eindrehen und dann hat man hier die Scharniere schon mal so ein bisschen Spiel, dass man es hin und her schieben kann. Ansonsten das genau ausrichten, weil hier ja zusätzlich noch hier diese, ich sag mal, Schablone rankommt, oder Abstandshalter halt, damit die den richtigen Abstand hier einfach haben und dann noch dabei festzuschrauben. Das wird immer alles ganz schön wackelig, aber ihr seht, wenn man halt per Hand da schon mal so ein bisschen reinschraubt, oben und unten, dann hat man ganz einfaches Spiel, das sauber fertig zu machen. Nun sind alle Türen eingebaut und schauen wir mal auf das Hauptfach, wo halt dann dieser Außenfilter platziert werden kann. In dem Fall öffnen wir die Türen getrennt voneinander. Ja, wenn man Lust drauf hat, kann man die hier auch noch miteinander verbinden, entweder verschrauben oder halt ein Brett rüber machen, dass man verklebt. Aber das ist halt einfach Geschmackssache, kann man machen, wie man möchte. Hier möchte ich mal genauer hinschauen. Hier seht ihr, hier sind diese beiden Seitenplatten von den Türen einfach genau übereinander gestellt. So, dass es dann halt, wie ihr hier vorne seht, auch halt einfach ein bündiges Bild gibt. Nun kann es endlich mit dem Aquarium losgehen. Vorab kommt noch diese Styroporplatte dazwischen und dann fange ich an, hier mit Montagekleber die Zierblenden anzukleben. Immer mit der Front anfangen und danach mit den Seiten. Das gleiche dann auch noch einmal oben und fertig ist es. Und an dieser Stelle muss man einfach mal sagen, solche richtig günstigen Zierleisten hier einfach mit dran zu kleben, das macht von der Optik schon immer was her. Also sieht jetzt schon richtig toll aus, das Becken. Ich will euch noch mal kurz zeigen, worauf man achten sollte. Also erstmal, wie ihr schon gesehen habt, vorab diese Styroporplatte einfach unterlegen und dann fix abschneiden. Dann habt ihr eben gesehen, dass ich quasi hier diesen Montagekleber oder auch Silikon, was ihr auch nehmen wollt, hier drauf befestigt habe. Ist natürlich so, weil ich dieses Aquarium hier auch gleich wieder abbauen werde. Wenn ihr das dann dauerhaft stehen lässt, macht es doch so, dass ihr einfach hier vorne, also sprich am Aquariumglas, diese Zierleisten verklebt, weil es ist einfach so, wenn hier mal Wasser gegenkommt, dann geht das Wasser hier schon mal rein. Das ist immer so ein bisschen blöd, halt auch gerade hier vorne, ne? Und deswegen, wenn dann hier schon überall eine schöne Silikonnaht ist, dann kann da nichts passieren. Und hier oben schauen wir uns auch mal von hinten an. Hier habe ich eben noch mal mit dem Spachtel das überstehende Silikon bzw. diese Montagekleber einfach noch mal glatt abgezogen, weil wir hier ja auch gleich noch Auflagefläche ordentlich für die Abdeckscheiben brauchen. Nun haben die Abschlussarbeiten stattgefunden, bedeutet, ich habe den Innenfilter eingebaut und halt auch, weil ich diese Blende rangebaut habe, auch noch mal gleich ausprobiert, wie das mit der klassischen Beleuchtung aussieht, die ich halt zu diesen Aquarien halt auch mal mit anbiete. Starten wir aber kurz mit dem Filter. Also
Den Vorteil eines Außenfilters, darauf muss ich jetzt glaube ich nicht weiter eingehen. Wie ihr schon seht, hier unten im Unterschrank, dort habe ich meinen Filter, habe ein großes Filtervolumen für ein Aquarium und habe halt keine Platzverschwendung hier im Aquarium, außer diese beiden Rohre, die hier einfach reinschauen. Natürlich weiß ich auch, dieses Rohr müsste ein Stückchen kürzer gehören, da gehört dann auch noch dieser Saugkorb drauf, aber weil dieser Filter halt niegelnagelneu ist und ich letztendlich auch nicht weiß, ob der wirklich bei diesem Aquarium zum Einsatz kommt, habe ich das Rohr hier im Originalzustand gelassen. Die Abdeckscheiben habe ich mit diesem Schiebesystem, was ich dazu halt anbiete, auch schon mal mit draufgepackt. Bedeutet, das kann man ja einfach hier hin und her schieben, hier vorne dann füttern oder am Aquarium arbeiten und einfach wieder zuschieben. Und hier der Blick von hinten halt, dass die Schläuche einfach hier hochgehen und dann das Aquarium versorgen. Gucken wir noch mal nach vorne. Ich will auch mal eben die Schranktüren zumachen. Und halt der Blick auf dieses Aquarium. Manche meiner Kunden, die haben sich, ja, ich will jetzt nicht sagen, Mokit, ey, sieht ja richtig cool aus, wenn da drin Rochen rumschwimmen, sehe ich gerade. Cool, ne? Haben gesagt, die finden das nicht ganz so schön, wenn man ja hier vorne so aufs Licht drauf schaut. Und indem man halt diese Blende hier anbaut, verdeckt das einfach nochmal diesen Blick auf das Licht. Natürlich kann man von oben trotzdem normal drauf gucken. Man könnte sich auch einfach online halt, da wo ich diese PVC-Platten bestellt habe, auch noch eine Platte bestellen, die hier komplett flächig rüber geht, wenn man das mag. Die kosten echt nicht viel, muss man sagen. Aber wenn man so von vorne schon mal reinschaut, sieht das echt klasse aus. Technik an diesem Beispiel-Aquarium verwende ich jetzt halt gerade die AquaEL Sunny mit 10 Watt. Die hat ursprünglich halt diese Halterung, die dann an den Seiten vom Aquarium eingeklipst werden. Die liegen hier. Ich lege die einfach hier so nur drauf. Finde, passt vom Optischen auch wenn dann halt die LED-Beleuchtung so ein bisschen dichter an der Wasseroberfläche dran ist. Aber man kriegt es halt einfach nicht hin von der Breite her. Ich kann ja mal dran halten hier, dass man überhaupt hier an der Seite rankommt und des Weiteren halt auch noch den Nachteil hat, dass man aufgrund dieser Schiene das hier gar nicht einklippen kann. Und der Filter, der verwendet wird, das ist der Eheim Eco Pro 130 und der ist halt für Aquarien von 60 bis 130 Liter. Und da liegen wir halt mit diesem Aquarium, das insgesamt 90 Liter hat, genau ja, in der Mitte, so dass wir hier eine ausreichende Filterung haben. Vielleicht auch ein kleines bisschen überdimensioniert, aber das kann ich euch auch sagen, lieber immer ein bisschen größere Filterung wählen. Dann habt ihr länger Ruhe, braucht nicht so oft den Filter sauber machen und habt auch stabileres System am Laufen. Natürlich ist dieser kleine Eheim-Filter wirklich so ein bisschen mini, wenn ihr seht, wie viel Platz hier noch ist. Aber nicht vergessen, ich biete dieses Aquarium ja auch mit doppelter Länge an. Bedeutet, man baut zwei so eine Schränke nebeneinander und hat es dann insgesamt mit 180 Liter und 1,53 Meter Länge. Und dafür braucht man natürlich dann auch schon mal so ein bisschen größeren Filter, wo man dann hier halt auch wirklich in die Höhe gehen kann. Bevor wir zum Ende des Videos kommen, möchte ich euch an dieser Stelle aber auch noch mal einen kleinen anderen Trick zeigen, wie man eventuell auch halt einfach einen Außenfilter in solchen Kallax-Unterschränken unterbringen kann. Und zwar hier beim 800 Liter Becken bedeutet das ist ja 2 Meter lang, 80 cm tief und 50 cm hoch. Und wie ihr seht, steht das auch auf Kallax-Regalen, die natürlich so ein bisschen verstärkt sind. Aber da würde ich mal vorschlagen, da gehe ich einfach in der nächsten Folge drauf ein, wenn ihr Geschmack bekommen habt, ja, was man mit Kallax Unterschränken und Aquarien noch so machen kann, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch den Kanal hier zu abonnieren, denn
ich denke mal, ist auch ein schönes Thema, dass ich nächstes Mal einfach zeige, wie diese Kallax Regale für so ein fettes Aquarium als Unterschrank dienen. Und zwar gehen wir hier für einmal in die Mitte. Seht hier von der Front ganz normal, wie es halt ist mit diesem Brett, was man hat. Und das habe ich auch schon beim Zusammenbau so gemacht, dass ich das einfach gekürzt habe und hier hinten was weggesägt habe. So, dass nur die Front hier schön ist und wie ihr seht, hat man hier dann auch ordentlich Platz und Höhe, um eventuell einen Außenfilter hier reinzubauen. Ich habe das ursprünglich mal so gemacht, weil ich diesen Unterschrank genommen habe, um ein kleines Nanoriff da drauf zu stellen und hier halt unten das Technikbecken drin hatte. Das war ungefähr so hoch, bedeutet man kam dann von hier oben überall locker rein, konnte dran arbeiten und mit den Türen, die das Kallax halt anbietet, sieht die Front ganz normal aus, wie sich das gehört. Also, liebe Zuschauer, habt wieder vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Schaut unbedingt mal in den Online-Shop rein, weil dieses Aquarium mit den 76,5 cm, das passend für diesen einen Schrank vom Kallax halt ist, den biete ich bei mir im Online-Shop auch an. Den gibt es auch exklusiv nur bei mir. Es gibt niemand anderen, der wirklich mit 76,5 cm Breite ein Aquarium für dieses Kallax-Regal anbietet. Also, vergesst nicht das Abo, bitte auch einen Daumen hoch. Macht's gut, tschüss, euer Torben von Amazonasbecken EU.